5, 4, 3, 2, 1. Which is it? 5, 4, 3, 2 und 1. Welche ist es? 5. Die 5. We'll talk about the 5 minutes. Wir werden über die 5 Dienstgaben sprechen. Hi guys. Hallo Leute, I'm Reinhard. ich bin Reinhard. This is Daniel. Das ist Daniel. So let's talk about the 5 ministry gifts. Also lasst uns über die 5 Dienstgaben sprechen. Here's what the Bible says very clearly. Hier ist, was die Bibel ganz klar sagt. In Ephesians chapter 4. In Epheser Kapitel 4. When he ascended to heaven, Als er emporgestiegen ist zur Höhe, he gave gifts to men. hat er den Menschen Gaben gegeben. Some to be apostles, Er hat etliche als Apostel gegeben, to be prophets, etliche als Propheten, some evangelists, etliche als Evangelisten, some pastors, etliche als Hirten and teachers. und Lehrer. 5. Das sind 5. So there is so much confusion about the 5 ministry gifts. Da gibt es so viel Verwirrung über diese 5 Dienstgaben. I'm going to tell you what I think. Ich werde euch jetzt sagen, was ich denke. Not what I think, but what I think the Bible. Also nicht wirklich, was ich denke, sondern was ich denke, dass die Bibel sagt. And I want to dismantle some wrong beliefs. Und ich möchte ein paar falsche Glaubenssätze entwirren. Number 1. Erstens, Jesus was never distributing positions in the church. Jesus hat in den Gemeinden nie eine Position verteilt. So, you know, what I've seen today is that usually apostle is a position. Was ich heute in Gemeinden sehe, ist, dass ein Apostel zu sein eine Position ist. But of course it's not. Aber natürlich ist es das nicht. If you look at the life of the Apostle Paul, you will find out this. Wenn wir auf das Leben von Apostel Paulus schauen, werden wir Folgendes entdecken. That he didn't have a position, but he was rather the scum of the world, as he says. Er hatte keine Position, sondern wie er sagte, er war der Abschaum der Welt. You know, Paul says, like, we are the ones who are mocked about. Paulus sagt, wir sind diejenigen, die belacht werden. So apostle is never about position. Also wenn es um Apostel geht, geht es nie um eine Position. That's the first thing you need to understand. Das ist das Erste, was ihr verstehen müsst. People use the Bible verse when Paul talks to the Corinthians that Jesus first gave to the church apostle. Also die Leute gebrauchen diesen Bibelvers, wo Paulus den Korinther sagt, dass Jesus als Erste der Gemeinde die Apostel gegeben hat. He's not saying first in position, he's taking first in sequence. Da meint er nicht als erstens als Position, sondern als in der Reihenfolge, im Ablauf. Who came first, the apostle or the prophet? Wer kam als erstes, die Apostel oder die Propheten? Well, until the apostle preached the gospel, there was no church. Ja, bis die Apostel das Evangelium gepredigt hatten, hatte es keine Gemeinde, hatte es keine Propheten. Of course he was first. Und klar waren sie als Erste da. It's a sequence, not a position. Es ist der Ablauf, die Reihenfolge, nicht eine Position. So the first thing you need to understand, there is no sign that any of the 5 gifts hold a position in the church. Also als erstes, was ihr verstehen müsst, ist, dass es kein einziges Anzeichen gibt, dass es um Position gibt in der Gemeinde, It's a function. sondern eine Funktion ist. You know the difference between function and position? Und kennst du den Unterschied zwischen Funktion und Position? Position is a place of authority. Position ist ein Ort der Autorität. Function is what you do. Aber Funktion ist, was du machst, was du tust. The only position in the church belongs to Jesus Christ. Die einzige Position in der Gemeinde gehört Jesus Christus. He's the head. Er ist der Kopf. There's no apostle who is allowed to be the head. Und keinem Apostel ist es erlaubt, der Kopf zu sein. No pastor is allowed to be the head. Keinem Pastor ist es erlaubt, der Kopf zu sein. Only Jesus. Nur Jesus. You know, the church that we're involved in here in Sao Paulo is something very, very beautiful. Und wisst ihr, die Gemeinde, in die wir hier in Sao Paulo involviert sind, ist etwas Wunderschönes. And this week I was sitting with some people to try to resolve some problems. Und diese Woche saß ich mit einigen Leuten und haben versucht, ein Problem zu lösen. Some problems within the church, interrelationships, blah, 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 blah. Ein paar Probleme der zwischenmenschlichen Beziehung und so weiter. So, me and another friend who is involved in this church with some other people in the church tried to resolve the problem. Und so ich und noch ein anderer Freund und andere Leute von der Gemeinde saßen zusammen und haben versucht, das Problem zu lösen. When suddenly one of the ladies, one of the members of the church said, Und auf einmal eine der Frau der Gemeinde sagte,
Reinhard, even I don't agree, I will do this because I do it in obedience to you. Reinhard, auch wenn ich nicht einverstanden bin, dann tue ich es, weil ich dir gehorsam sein will. You should have seen me. Ihr hättet mich sehen sollen. You don't do anything in the church to obedience to a man. Du kannst nichts tun in der Gemeinde, einfach weil du einem Mann gehorchst. I said, what? Ich habe gesagt, was? Don't in obedience to me. Was willst du im Gehorsam mir gegenüber tun? You do things in obedience to the only possession of the church, which is Jesus Christ. Du kannst nur Dinge im Gehorsam dem gegenüber tun, der die einzige Position hat in der Gemeinde, Jesus Christus. Und du tust, was Jesus dir sagt zu tun. We obey his word and him, not each other. Wir gehorchen seinem Wort und ihm und nicht einander. So the first thing is there's no possession in the church. None of the 5 gifts hold a possession. Und das erste davon ist, dass keine der 5 Dienstgaben hat eine Position. Secondly, Zweitens, why did Jesus even give those 5 gifts? wieso hat Jesus überhaupt diese 5 Dienstgaben gegeben? It's important to understand that God the Father didn't give them, Jesus the Son gave them. Es ist wichtig zu verstehen, dass nicht Gott der Vater diese gegeben hat, sondern Jesus der Sohn. Why is it important that Jesus gave them and not God? Und wieso ist das wichtig, dass nicht Gott diese gegeben hat, sondern Jesus der Sohn? Because Jesus walked the earth. Weil Jesus ist auf der Erde gewandelt. When Jesus walked the earth, he expressed himself as an apostle. Und als Jesus auf dieser Erde gewandelt ist, hat er sich als Apostel ausgedrückt. He was sent by the Father. Er wurde vom Vater gesandt. The Bible is very clear that Jesus is the apostle of our faith. Und die Bibel ist ganz klar darüber, dass Jesus der Apostel unseres Glaubens ist. Jesus walked the earth as a prophet, as an evangelist, as a pastor, as a teacher. Jesus wandelte auf dieser Erde als Apostel, als Prophet, als Evangelist und als Lehrer. Acts tells us that Moses was quoted when he said, God will raise up another prophet, and he talked about Jesus. In Apostelgeschichte wird Mose zitiert, als er sagte, dass Gott ein anderer Prophet nennen wird. Und da redet es von Jesus. So Jesus walked as a prophet. Also Jesus wandelte auch als Prophet. Of course, he was the evangelist. He came to seek and find the lost. Und klar war er auch da als Evangelist. Er kam, um die Verlorenen zu The finden. Bible says he went from town to town preaching the good news, the gospel. Und die Bibel sagt, dass er von Dorf zu Dorf ging, um das gute Evangelium zu verkünden. Of course, he was the greatest teacher that ever lived. He went around teaching. Und klar war er der größte Lehrer, der je existierte, und er ging umher und lehrte. And he says, I am the great shepherd. Und er sagt, ich bin der gute Hirte. In John 13, he called himself teacher. Im Johannes 13 nannte er sich selber Lehrer. So, God is very, very, very intelligent. Und Gott ist sehr, sehr intelligent. So is the devil. Aber der Teufel auch. Sarah. Das ist traurig, oder? But the Bible says the devil is very clever. Aber die Bibel sagt, dass der Teufel sehr schlau ist. So, Jesus walked the earth as all 5 gifts. Also Jesus wandelte auf dieser Erde mit all den 5 Dienstgaben. Time came where he had to go to heaven. Und dann kam die Zeit, wo er in den Himmel zurückging. Now, Jesus needed to make sure that his ministry continues on the earth. Aber Jesus wollte ja sicherstellen, dass sein Dienst auf dieser Erde weiter funktionierte. How can Jesus' ministry continue when he goes up? Aber wie konnte sein Dienst weiter funktionieren, wenn er in die Himmel ging? That's why Ephesians 4 says, when he ascended, Und das ist, wie so Epheser 4 sagt, als er emporstieg. he gave these gifts to men. Da gab er diese Gaben den Menschen. So look what the strategy of Jesus was. Also schau, was die Strategie von Jesus war. I myself will invest myself into these 5 gifts. Ich werde mich selber in diese 5 Gaben investieren. I'm going to make people apostles. I'm going to make some prophets. I'm going to make some evangelists. I'm going to make some pastors, some teachers. Ich werde ein paar Menschen Apostel machen, andere Propheten, andere Pastoren, andere Evangelisten und andere Lehrer. And I'm simply going to send them out to work as I work. Und dann werde ich sie aussenden, so zu arbeiten, wie ich arbeiten. Die Werke tun, die ich tue. That would have been a very bad strategy. Aber das wäre eine sehr schlechte Strategie gewesen.
Do you know why? Wisst ihr weshalb? Because just as Jesus' life ended, their life ends too. Weil genauso wie das Leben von Jesus geendet hat, so hat auch das Leben der anderen geendet. That was 2,000 years ago. Das war vor 2000 Jahren. So what if that would have been the strategy of Jesus? What would have happened? Wenn das die Strategie von Jesus gewesen wäre, was wäre passiert? Well, every time these guys die, game over. Jedes Mal, wenn wieder jemand gestorben wäre, wäre es wieder zu Ende. Just like with Jesus. Genau wie mit Jesus. So here's what Jesus did. So, hier ist, was Jesus getan hat. I'm not going to give these 5 gifts to the world. I'm going to give them to the church. Er hat gesagt, ich werde diese 5 Dienstgaben nicht der Welt geben, sondern der Gemeinde. And I'm going to write in the Bible that they are not supposed to do the job. Und ich werde in die Bibel schreiben, dass nicht sie die Arbeit machen sollten. That they must now edify, train, and release that the whole body can do the job. Aber dass sie diejenigen sind, die ausbilden, trainieren und freisetzen sollen, dass sie die Arbeit machen können. What a clever strategy. Was ist das für eine schlaue Strategie, eine intelligente Strategie? Now the whole church expresses the apostolic gift of Jesus, the prophetic, the evangelistic, the pastor, and the teacher gifts of Jesus. Jetzt kann die ganze Gemeinde die apostolische Gabe ausdrücken, die Gabe des Hirten, die Gabe des Evangelisten, die Gabe des Propheten und die Gabe der Lehre von Jesus. Clever strategy. Was für eine intelligente Strategie. But the devil is clever too. Aber der Teufel ist auch sehr schlau. So the devil in his cleverness, Und der Teufel in seiner Schlauheit, through the religious spirit, durch den religiösen Geist, is convinced these 5 gifts that they hold a position. hat uns überzeugt, dass diese 5 Dienstgaben eine Position beinhalten. I'm the pastor. Ich bin der Pastor. I'm the apostle. Ich bin der Apostel. So what do they do? Und was tun wir also? They do the job. Sie tun diese Arbeit. Instead of doing what God wanted them to do, to pour themselves out into the people and let the people do the job. Anstatt das zu tun, was Gott wollte, dass sie tun, und zwar sich ausgießen in andere Leute, dass die anderen Leute diese Arbeit tun können. So the church is stuck. Und so ist die Gemeinde in einer Sackgasse. The world is not transformed. Und die Welt ist nicht verändert. Because apostles do the jobs, prophets do the jobs, evangelists do the jobs, pastors do the jobs, teachers do the jobs. Weil die Apostel die Arbeit selber tun, die Propheten machen die Arbeit selber, die Pastoren machen die Arbeit selber, die Evangelisten machen die Arbeit selber und die Lehrer auch. The problem is, it's the wrong job. Aber das ist die falsche Art und Weise zu arbeiten. The job description is written in the manual. Die Arbeitsbeschreibung ist im Handbuch enthalten. Ephesians 4:11. Epheser 4,12. Equip the saints for the job, not you do the job. Zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Very clever devil, Es ist ein sehr schlauer Teufel. but you're the loser Aber er ist der Verlierer, because Jesus is building his church. weil Jesus baut seine Gemeinde. And he's releasing ministry gifts that don't care about position, but pour themselves into the body, that the body can do the job. Und er setzt Dienstgaben frei, diejenigen, die sich nicht um die Position reißen, sondern sich ausgießen in den Leib, dass sie das machen können. Loser devil, liar devil, Teufel, du bist ein Verlierer und ein Lügner. and Jesus will win at the end. Und Jesus wird am Ende gewinnen. Because I read the last page of the book. Weil ich habe die letzte Seite des Buches gelesen. Join me Vem comigo então. on this beautiful journey. Und komm mit mir zusammen in diese Reise. Thank you. Danke.